Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In our summer special series, Deutsch im Alltag, we will be learning a lot of structures you can use in your daily life in various situations. In today's video, we will be doing some structures that you can use when you have to say no to something. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos and more. Nein sagen. Sometimes it is important to say no in personal as well as in professional situations. Maybe it's not very common in some cultures, but it is important for personal growth. And when you have to do it in a different language other than your mother tongue, it might be even more difficult. So let's make this easier by learning how to do that. Let's first learn how to say a simple no. Ein einfaches Nein. You can simply say Nein oder Nein, danke. Nein, das möchte ich nicht. Danke. Das muss ich leider ablehnen. Da muss ich leider Nein sagen oder absagen. Das kann ich leider nicht tun oder machen. Damit bin ich nicht einverstanden oder dem kann ich nicht zustimmen. Ein neutrales Nein oder neutral reagieren. Sometimes there are neutral situations where one has to say no. Nein, das möchte ich nicht. Ich fürchte, das geht so nicht. Nein, das passt leider nicht. Nein bitte, das geht nicht. Here are some examples how one can very politely say no. Etwas ablehnen und sich dafür mit einem Grund entschuldigen. Es tut mir leid, aber das ist leider nicht möglich. Ich habe an diesem Tag schon eine Verabredung und kann leider nicht kommen. Sehr schade, aber es geht leider nicht, denn ich habe momentan zu viel Arbeit. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Normalerweise gerne, aber heute geht das leider nicht. Ich habe einen anderen Termin. Schade, dass ich deine Einladung nicht annehmen kann, aber genau an dem Tag bin ich auf einer Geschäftsreise. Einen Kompromiss anbieten. Sometimes you say no, but also offer an alternative. Ist es in Ordnung, wenn ich es morgen erledige? Heute schaffe ich es leider nicht mehr. Samstag passt leider nicht. Können wir uns auch am Sonntag treffen? Ich bin heute echt müde, um dir zu helfen. Ich kann es aber morgen früh machen. Wäre es okay, wenn ich das für dich morgen besorge oder erledige? Formell. In formal situations, especially in your job, being polite is very important. Hence, it's appreciable if you give a reason for your saying no. You don't need to get into a lot of details. Dieses Angebot muss ich leider ablehnen. Es passt uns einfach nicht. Ich fürchte, wir haben da keinen Termin mehr frei.
Wir sind diese Woche ausgebucht. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, aber ich kann heute nicht länger bleiben. Ich habe schon einen Termin. Leider bin ich zu diesem Termin gereist, aber lassen Sie uns doch einen Ersatztermin ausmachen. Es tut mir leid, aber wir müssen unser Treffen verschieben. Ich fühle mich nicht wohl. Ich würde sehr gerne kommen, bin allerdings in der nächsten Woche geschäftlich unterwegs. Leider muss ich aus terminlichen Gründen absagen. Aus privaten Gründen kann ich leider an der Veranstaltung nicht teilnehmen. If it's really a private or a personal reason that you have, you don't have to explain. Just mentioning aus privaten Gründen would suffice. Informal. And when you have friends, they expect a more detailed explanation for saying no. Ich kann dir beim Umzug leider nicht helfen, weil ich am Montag eine Prüfung schreibe. Ein anderes Mal sehr gerne, aber jetzt muss ich wirklich los. Ach nein, darauf habe ich keine Lust. Das machen wir immer. Wie du weißt, habe ich zurzeit sehr viel zu tun, deshalb kann ich leider nicht mitkommen. Also ehrlich gesagt, das finde ich keine gute Idee. Vielleicht solltest du doch eine dunkle Farbe kaufen. Müssen wir immer Fußball spielen? Können wir nicht mal was anderes machen? Morgen Abend ins Kino? Das klappt nicht. Da habe ich aber Sport. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da bin ich überfragt. Great. Hope you could learn something today. As an exercise, watch this video again and put the sound off. Read each sentence or structure aloud and see which ones are you comfortable with. Repeat if required. Don't forget the intonations. All the best. Next video is coming soon. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!